Ein High-End 27 Zoll Recurve-Mittelteil für weit unter 300 Euro. Das will das Kinetic Sovereign sein. Aber kann das funktionieren für den Preis? Wie gut ist es wirklich? Das checken wir heute. Zum Start kurz die Einordnung. Kinetic ist eine der Eigenmarken des belgischen Großhändlers SSA. Zusammen mit Avalon, Maximal und Core Archery bildet Kinetic eine Familie von Marken, die sich durch günstige Preise bei gleichzeitig recht hoher Qualität auszeichnet. Während unter der Marke Avalon vor allem Zubehör vertrieben wird, sind unter dem Dach von Kinetic Bögen zu finden, also Recurve-Mittelteile und Wurfarme. Das fängt bei wirklich super günstigen Mittelteilen für unter 100 Euro an. Und das obere Ende der Fahnenstange habe ich gerade in der Hand und das ist eben das Sovereign. Es gibt den Bogen sowohl in 23, 25 und 27 Zoll, aber da die Auswahl an 27 Zoll Mittelteilen eher gering ist und Kinetic hier eben eines auf den Markt gebracht hat, was sowohl richtig gut aussieht und dazu noch einen unschlagbar günstigen Preis hat, ist es bei uns das mit Abstand beliebteste Produkt der Familie. Und daher habe ich eben heute auch die 27 Zoll Version dabei. Die gesagten Dinge gelten aber so natürlich auch für die anderen Varianten. Es ist immer noch das gleiche Mittelteil, egal ob 23, 25 oder 27 Zoll. Also zur Übersicht, es gibt das Sovereign in allen drei Längen für Rechtshand und Linkshand und es ist auch wirklich in Linkshand lieferbar. Das muss man ja immer dazu sagen, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt den Bogen in bis zu 10 Farben. Die meiste Auswahl gibt es beim 25 Zoll Modell. Da sind es Schwarz-Grau, Silber, Blau, Türkis, Grün, Gelb, Orange, Rot und Lila. Beim 27er Modell fehlt Gelb und die 23er Version gibt es weder in Grün noch in Gelb. Also da wurden die weniger beliebten Farben weggespart. Dennoch ist die Auswahl immer noch sehr groß im Vergleich zu dem, was man von anderen Marken so kennt. Und spannend ist auch noch, dass es das 25 Zoll Sovereign aus 6061 oder 7075 Aluminium zu kaufen gibt. Das hat so meines Wissens nach kein anderer Hersteller im Angebot und die Werkstoffe sind tatsächlich sehr unterschiedlich. 7075 Aluminium ist härter und hat eine fast doppelt so hohe Zugfestigkeit. Die Wärmeleitfähigkeit von 6061 ist 30% höher und 7075 hat wiederum eine höhere Dichte. Die Frage ist natürlich, macht das einen Unterschied für mich als Schützen? Das Mittelteil aus 7075 sollte sich im Vollauszug bei hohem Zuggewicht weniger verformen. Dadurch geht weniger Energie in diese Verformungsarbeit verloren und kommt mehr Energie beim Pfeil an. Aber ob ich als Schütze das wirklich merke, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ganz praxisnah bewirkt die höhere Dichte des 7075 ganz einfach, dass das Mittelteil etwas schwerer ist. Das merkt man vermutlich am ehesten. Sowohl bei der 23 als auch bei der 27 Zoll Option hat man die Qual der Wahl aber ohnehin nicht. Diese sind beide aus 6061 Aluminium. Mir scheint aber, als wäre das ohnehin nicht so gut angekommen, denn die 7075er Serie gibt es aktuell nur noch als Restbestände und scheint wohl auszulaufen. Jetzt habe ich viel über die Sovereign Familie gesprochen und was es da grundsätzlich im Angebot gibt, werde ich doch mal bei diesem Mittelteil etwas konkreter. Was als erstes auffällt: Der Auftritt des Mittelteils ist relativ heftig. Gerade die Wurfarmaufnahmen tragen relativ fett auf. Ich habe hier auch mal das extrem schlanke Winners Delta NX mitgebracht. Darüber haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Das hat zwar nur 25 Zoll Länge, aber ich denke, wenn man die nebeneinander hält, kann man den Unterschied dennoch ganz gut sehen. Also das Delta NX geht regelrecht unter hier und es wirkt fast wie ein Kinderbogen, obwohl das hier ein ausgewachsenes 25 Zoll ILF-Mittelteil ist. Der Unterschied ist schon verrückt. An dem Delta NX kann man auch noch eine andere Sache ganz gut sehen, und zwar ist das die Farbe. Das hier ist jetzt das mattblau eloxierte. Ich habe hier mal ein Sovereign 27 in Türkis dabei und ich denke, das sieht man. Da ist die Farbe des Delta NX ist fast schon blass dagegen. Das gefällt vielleicht nicht jedem, aber die Farbe passt meiner Meinung nach zum selbstbewussten Auftreten des Mittelteils. Und ja, von daher alles in Ordnung soweit. Wo wir bei Farben sind, durch die Bank kommen beim Sovereign Buchsen, Schrauben oder auch der Klickervorbau in dieser Oil-Slick-Beschichtung zum Einsatz, was diesen Regenbogeneffekt verursacht. Auch das muss einem natürlich gefallen, denn hier gibt es keine andere Option. Die Oberfläche ist nicht so glatt, wie es zum Beispiel beim Winners Mittelteil der Fall ist, was ich gerade in der Hand hatte. Man sieht also hier durchaus noch
die Rillen vom Fräsen. Das ist so ein Trick, diese Rillen zum Teil des Designs zu machen, weil man damit auch enormen Fertigungsaufwand und dadurch Kosten spart. Da Kinetic aber auch günstigere Mittelteile mit glatter Oberfläche im Sortiment hat, ist das hier wahrscheinlich wirklich eine bewusste Entscheidung. Beim Kinetic Valence wurde dieses Rillendesign auf die Spitze getrieben, dagegen sind die hier schon eher unauffällig. Die seitliche Verstellung der Wurfarmaufnahme erinnert stark an das, was Win & Win auf dem Markt hat. Dieser Einsatz hier hat eine T-Form und am Ende so eine kleine Wölbung, auf der dann der Wurfarm sauber aufliegt. Durchaus gut gemacht, gibt es nichts dran auszusetzen. Hier sieht man auch nochmal die Tillerschraube mit diesem Regenbogeneffekt. Die sehen auch vom Design her relativ wild aus, aber gerade bei diesem eher nüchternen grauen Modell finde ich das eigentlich einen ganz schönen Kontrast. Eine Holzgriffschale ist übrigens bei allen Sovren-Modellen Standard. Es gibt sie in hoher und in niedriger Ausführung und es gibt sie auch getrennt zu kaufen. Das hier ist die hohe Version und die ist auch standardmäßig auf den Mittelteilen drauf. Das 27 Zoll Mittelteil wiegt übrigens 1280 Gramm und ist damit für die Länge extrem leicht. Hier mal ein paar Vergleiche. Gillo G1 und Gillo GT wiegen beide in der 27 Zoll Version um die 1470 Gramm, also fast 1,5 Kilo. Der Win & Win ATFX 27 Zoll wiegt 1390 Gramm. Ich konnte in der Vorbereitung nur das Win & Win CXT finden, was in der 27 Zoll Version leichter ist. Aber das ist auch ein Vollcarbonbogen und kostet dreimal so viel wie das Sovren 27, zählt daher nicht so wirklich. Also für größere SchützInnen, die sich einen bezahlbaren und vergleichsweise leichten 72 Zoll Bogen aufbauen möchten, führt eigentlich überhaupt kein Weg vorbei am Kinetic Sovren. Zur Abrundung noch das Gewicht der anderen Varianten. Das Sovren 23 wiegt schlanke 1090 Gramm. Das Sovren 25 in der 6061 Aluminium-Version wiegt 1230 Gramm und in der 7075 Aluminium-Variante wiegt es 1290 Gramm. Ich finde, Kinetic hat hier einen echten Knaller auf dem Markt und das Mittelteil verkauft sich auch zu Recht sehr gut. Dem einen oder anderen werden die Anbauteilen in Regenbogenfarben nicht so zusagen, aber ansonsten gibt es hier kaum etwas zu bemängeln. Die Verarbeitungsqualität ist top, das Design ist modern und entspricht dem aktuellen Trend. Es gibt eine große Auswahl an Längen, Farben und auch viel für LinkshandschützInnen im Angebot. Das Ganze für unter 300 €, zumindest die 6061er Varianten. Was will man denn mehr? Selten fällt es mir also daher so leicht wie heute, eine klare Kaufempfehlung auszusprechen, aber mit dem Sovren macht Kinetic einfach alles richtig. Tja, das war's also. Das ist die neue, hervorragende Option für alle, die ein günstiges 27 Zoll Mittelteil suchen, aber auch in der Länge 25 und 23 Zoll ist es absolut zu empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und sagt auch gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu. Ich verabschiede mich, sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst vielleicht auch wieder mal an der Schießlinie, aber mit Sicherheit im nächsten Video.